Moin, moin und herzlich willkommen bei Santory. Schön, dass du da bist. Ja, Leute, ihr seht ja selbst, heute stehen mal keine Flakons auf dem Tisch, sondern ich möchte euch heute Parfum-Neuheiten vorstellen, die ich mir ja eben noch nicht gekauft habe und höchstwahrscheinlich auch nicht kaufen werde. So viel kann ich ja schon mal verraten. Ich möchte euch mal den Ersteindruck mitteilen und wir starten am besten direkt mit dem ersten Kandidaten von Guerlain mit Cherry Oud. Ich möchte tatsächlich aber doch noch mal erwähnen, dass es sich wirklich nur um einen Ersteindruck handelt. Ich habe diese Parfums noch nicht auf meiner Haut getestet. Ihr seht ja selbst noch die Teststreifen. Also es handelt sich quasi um einen Ersteindruck auf Teststreifen. Wir wissen ja alle, dass Parfums eigentlich auf der Haut getragen werden müssen. Ja, weil auf der Haut natürlich auch eine gewisse Entwicklung stattfindet. Dementsprechend ist natürlich jetzt dieses Review, dieser Ersteindruck mit Vorsicht zu genießen. Ich möchte euch dennoch kurz mitteilen, was so mein erster Eindruck ist. Cherry Oud. Ja, der Name ist mehr oder weniger Programm. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass in Cherry Oud etwas mehr Oud vorhanden ist. Man riecht zwar die Oud-Note heraus, allerdings ist es für mich eher ein sanftes Oud, also absolut nicht animalisch. Ja, tatsächlich aber eben eher sanft. Die Kirschnote nimmt man gut wahr, ist nicht zu präsent, also es ist jetzt kein reines Kirschparfum. Es ist für mich auch eher so eine säuerliche Kirsche als ja eben so eine süßliche Kirsche oder so eine süße Kirsche. Und für mich ist tatsächlich hier der Mainplayer die Ledernote. Also es ist für mich primär ein ledriges Parfum. Die Ledernote finde ich tatsächlich sehr interessant. Und was hier auch ganz klar, ja, einer der Hauptakteure ist eben die Rose. Rose riecht man heraus, Rose muss man auch tendenziell mögen. Also abgekürzt, zusammengefasst kann man sagen, es ist für mich ein ledriges Parfum, was mit Rose arbeitet, aber eben auch mit einer angenehmen, leicht säuerlichen Kirschnote und Oud schwingt sanft im Hintergrund mit. Für mich im Ersteindruck ein solides Release. Ich bin jetzt nicht unfassbar begeistert, aber finde es durchaus interessant. Alles Weitere folgt, ja, nachdem ich das Parfum eben auf der Haut getragen habe. So, dann kommen wir zu dem zweiten Parfum von Guerlain, nämlich zu Oud Kohl. Ich glaube tatsächlich, dass es so ausgesprochen wird, aber ich bin mir absolut nicht sicher. Also verzeiht mir, wenn es nicht korrekt ist. Ich habe es auch heute versucht zu erfragen, aber so richtig konnte mir auch nicht weitergeholfen werden. Ja, Oud Kohl. Ich muss sagen, ich bin wirklich enttäuscht, denn das war ein Release, worauf ich mich gefreut habe. Um ehrlich zu sein, bin ich heute in die Parfümerie gefahren und habe mich da schon gedanklich mit dem Flakon ja auf dem Nachhauseweg gesehen, aber es kam eben anders. Ja, Oud Kohl. Klingt irgendwie merkwürdig mit dem Kohl, aber naja gut. Also, ich habe mir vorher die Duftnoten durchgelesen. Oud, Ledernoten, Praline, Moos und Aldehyde. Und dementsprechend dachte ich eigentlich, es ist ein oudiges Parfum, was auch mit Leder arbeitet und vor allem vielleicht auch eine gewisse Süße hat, tendenziell vielleicht auch so ein bisschen in eine gourmandige Richtung geht, weil wegen Praline und so weiter und so fort. Ich rieche absolut gar nichts von dieser Pralinennote, also noch nicht beim Ansatz. Dieses Parfum hat für mich nichts mit Praline zu tun. Es riecht also auch absolut nicht süßlich, gourmandig sowieso nicht. Es ist für mich ein säuerliches, ledriges Parfum. Ja, also ich nehme tatsächlich eine wirklich sehr intensive, saure Note wahr, welche natürlich durchaus auch vom Oud kommen kann, weil Oud kann eben auch medizinisch riechen. Es wäre also auch eine mögliche Erklärung. Dennoch habe ich mir was komplett anderes vorgestellt. Also ich bin wirklich enttäuscht, ich wiederhole mich, aber ja, Moos mit Vorstellungskraft, ja, durchaus ist es vielleicht auch moosig. Aldehyde riechen ja so nach, ja, haben wir so einen wachsähnlichen Geruch. Kann zum Teil auch so ein bisschen verbrannt riechen, weil ich jetzt auch schon öfter gelesen habe, dass Oud Kohl sehr verbrannt, sehr rauchig riecht. Das nehme ich auch anders wahr. Natürlich, so eine leichte Rauchigkeit ist da. Vielleicht
ist es auch diese saure Note, die einige als sehr rauchig wahrnehmen? Ich weiß es nicht. Für mich hat es weniger mit Rauchigkeit, sondern tatsächlich eher was mit einer sauren Note zu tun. Also zusammengefasst ist es ein, ja, saures, ledriges Parfum, was vielleicht, ja, minimal udig und minimal moosig ist ja, im Ersteindruck für mich eine klare Enttäuschung. Aber auch hier möchte ich nochmal betonen, es ist der Ersteindruck. Ich muss es ausführlich auf der Haut tragen. Ich komme auf jeden Fall in einem anderen Review auch nochmal darauf zurück. So, und dann kommen wir jetzt einmal zu 724 von Francis Kurkdjian. Heute gibt es Namen Kohl 724. Naja, ja, falls sich eben der eine oder andere schon mal gefragt hat, warum es 724 heißt, unter Vorbehalt erzähle ich euch mal ganz kurz die Story. Ja, Francis Kurkdjian ist ein Frühaufsteher. Steht immer zwischen 4 und halb 5 auf, ist dann aufgestanden, hat sich zu der Zeit in New York befunden und ist dann spazieren gegangen und hat dann festgestellt, eben beim Spazierengehen, dass es ja stimmt, dass eben New York die Stadt ist, die nie schläft. Man sagt es ja so, denn alles war noch geöffnet oder schon geöffnet und dementsprechend hat er sich dann auf den Namen 724 festgelegt. Heißt also 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag. Das nur mal kurz zu der Story. Ich habe die tatsächlich heute so erzählt bekommen von einer Mitarbeiterin von MFK. Ob das jetzt so stimmt, ob ich das jetzt richtig wiedergegeben habe, das weiß ich nicht. Ich bin ehrlich, habe das jetzt auch noch nicht nachgelesen und nachrecherchiert, aber ich wollte euch das zumindest mal ganz kurz hier, ja, erklären. Ja, 724 ist für mich ein frisches, florales Parfum. Also die floralen Noten sind hier ganz klar die Main Player. Es ist nicht schwülstig, sondern eher so aufgelockert, floral. Also wir haben auch immer eine angenehme Frische dabei. Für mich ist das so ein Mix aus Aqua Universalis und Aqua Celestia von MFK. Und ja, der Dry Down ist so ganz leicht cremig. Auch eher was Neues so von Francis Kurkdjian. Das habe ich jetzt auch noch nicht so oft in den Parfums gerochen. Aber es ist tatsächlich auch nur so leicht cremig. Also es riecht jetzt nicht so wie eine Bodylotion und ist auch nicht sehr cremig, sondern wie gesagt, es hat so einen leichten, cremigen Dry Down. Ja, solides Release. Ich werde es tragen. Ich glaube jetzt nicht, dass das Parfum in meine Sammlung wandern wird. Aber ich freue mich trotzdem drauf, das Parfum eben auch mal auf der Haut zu tragen. Und dann sind wir auch schon durch für heute. Ja, ich habe das jetzt schon 2 oder 3 Mal gesagt, aber man wird ja auch gerne mal falsch verstanden. Ich möchte also nochmal abschließend betonen, das ist nur mein Ersteindruck. Ich werde vielleicht bei dem einen oder anderen Parfum meine Meinung und mein Duftempfinden so ein bisschen korrigieren. Aber so ist es halt bei Parfums. Es ist subjektiv und man muss Parfums auf der Haut tragen, vor allem auch öfter tragen. Ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Du kannst da gerne mal kommentieren, ob du eines dieser Neuheiten schon gerochen hast und ja, ob du das so durchaus verstehen kannst, wie ich es so empfunden habe oder ja, ob du vielleicht auch einen ganz anderen Eindruck bekommen hast, würde mich interessieren. Dann sage ich auf jeden Fall danke, dass du hier warst. Bleib gesund und munter und bis demnächst.